Aber wir sind ja sehr kritisch, deswegen muss ich fragen, was war beim ersten Tor los? Ja, einen guten Tag halte ich dir nochmal. Nein, Spaß beiseite. Ein historischer Sieg, 21 Jahre, es ist das letzte Mal her, dass die Eintracht in München gewonnen hat. Es sah eigentlich alles erstmal danach aus, als hätte es den normalen Verlauf. Ich habe so das 1-1 so ein bisschen als Knackpunkt gesehen, dass die so geglaubt hat, ey, hier geht dann wirklich was. Ja, wenn du in München natürlich 0-1, also 1-0 hinten liegst, dann ist es natürlich erstmal schwer. Aber mit dem Anstoß haben wir direkt, glaube ich, die erste Chance gehabt. Dann kam auch der Eckball, Chance, der erste Angriff. Und dann kam der Eckball, dann machen wir es 1-1. Und da habe ich gemerkt, okay, wir fangen an uns zu glauben und werden nicht nur verteidigen, weil bis dahin war es ja eigentlich wirklich sehr tief verteidigt, kaum Ballbesitz, kaum Phasen, wo wir mal durchatmen konnten. Und dann hatten wir auf einmal noch 2 Riesenchancen von Alma und ich glaube, bei der anderen grätscht Hernandez noch rein, den er berührt. Dann kann es auf einmal 2-1 und 3-1 für uns stehen. Und in der Halbzeit haben wir uns gesagt, wenn wir weiter so aktiv sind, weiter so mutig und dieses Selbstvertrauen haben, dann können wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Es waren viele Paraden von dir, aber eine, muss ich sagen, war die gegen Lewandowski, war sensationell. Wie hast du den bitte gehalten? Aus 5 Metern komplett blank? Ja, das ist ohne Nachdenken. Die Dinge kann man nicht erklären. Ich weiß, dass ich in der Lage bin, sehr gute Leistungen zu bringen und ich bin froh, dass es funktioniert hat, dass wir damit dann auch den Sieg einfangen konnten. Aber jeder hat wirklich einen großen Teil dazu beigetragen. Es war nicht nur ich, sondern wirklich die ganze Mannschaft, die gefightet hat. Hindi hat 10 Bälle reingeworfen, hat Schmerzen in der Schulter. Ilse hat sich überall reingeworfen. Wir sind viel gelaufen. Tuta hat Krämpfe gehabt. Also es waren wirklich, es war genau der Tag, den wir gebraucht haben, um hier auch gewinnen zu können. Wie gut tut diese Woche auf der Seele, auf der Eintracht-Seele? Wir haben viele Unentschieden gespielt, es gab auch wieder viele Kritik, weil es noch keinen Sieg gab. Und jetzt holst du in einer Woche einen Sieg in Antwerpen und einen Sieg in München. Wie gut tut das? Ja, wir haben, klar, wenn die Resultate, wir haben echt oft schon auch gut gespielt und viele gute Spiele, viele Möglichkeiten gehabt, auch Tore zu schießen, die wir ausgelassen haben. Und dann ist es natürlich immer wieder so ein Dämpfer. Dann sieht man meistens nur so, ja, eigentlich das Negative anstatt das Gute zu sehen. Mit dem Sieg in Antwerpen war natürlich erstmal so eine kleine Befreiung, den ersten Saisonsieg in der letzten Minute, das war auch mal das, was wir gebraucht haben, mal zu 0 gespielt. Klar, und dann fährst du nach München und hast eigentlich relativ wenig zu verlieren, weil keiner wirklich an dich glaubt. Nur der Trainer hat es, glaube ich, sehr gut gesagt in der PK, wir werden nicht herfahren, um Kaffee zu trinken, sondern wir fahren hierher, um auch hier gewinnen zu wollen. Und wenn wir die richtige Einstellung haben und die Mentalität haben in der Mannschaft, dann ist es möglich. Natürlich hat er auch gesagt, wir brauchen alle einen sehr guten Tag, aber da bin ich der Meinung, dass wir den noch hatten. Das glaube ich auch. Dann genießt den Sieg noch ein bisschen. Danke dir. Dankeschön.